The Ultrasonic Sensor System USi-safety brings safety to applications in situations where it wasn't possible before, whether in very tight installation spaces or in challenging environments such as dusty areas. Herr Sollmann, auch der SPS sollte ja eigentlich als Highlight am Pepperl+Fuchs Stand unter anderem das USi-Safety-System gezeigt werden. Sie haben angegeben, dass Sie damit in ganz neue, herausfordernde Umgebungen vordringen möchten. Welche sind das konkret? Ja, herausfordernde Umgebungen, das ist erst einmal, wie soll ich sagen, wir haben einen Ultraschallsensor für die Sicherheitstechnik entwickelt und somit ist es neu für die Ultraschallsensorik, diese eben in diese Applikation hineinzubringen. Das sind Applikationen für Flurfahrzeuge, Material Handling, Mobile Equipment, auch der klassische Maschinenbau oder Robotik. Man muss sich vorstellen, die Herausforderungen sind einerseits vielleicht bauartbedingt, weil man sagt, ja, man hat Applikationen, wir haben wenig Platz für Sensorik in diesem Bereich. Von daher passt eigentlich diese Sensorik sehr gut, da wir die Elektronik von dem Ultraschallwandler getrennt haben. Also wir haben hier quasi einen ganz klitzekleinen Ultraschallwandler, den wir dann in diese Applikation hineinbringen können. Also das wäre die Herausforderung des Bauraumes. Und andererseits ist die Herausforderung auch für den Außenbereich zum Beispiel. Also wir haben gerade für Mobile Equipment haben wir oder für Flurfahrzeuge haben wir einerseits den Innenbereich von einer Halle, von einer Lagerhalle, oder wir haben auch den Außenbereich. Und gerade für Außenbereiche müssen wir natürlich mit Umwelteinflüssen rechnen, wie Regen, Schnee, Betauung, Nebel, was auch immer, was die bisher bekannten Technologien ja auch beeinflusst hat. Und die Ultraschalltechnik ist eine robuste Technik, auch für solche Situationen gut geeignet. Und jetzt eben durch dieses sicherheitszertifizierte System ist es nun eben auch möglich, diese Technologie in solche Bereiche hineinzubringen. Mhm. Sicherheitszertifiziert ist jetzt das Stichwort. Für welche Kategorie wurde es zertifiziert? Das Gerät ist zertifiziert gemäß der Maschinenrichtlinie und ist zertifiziert nach EN ISO 13849 in Kategorie 3 PLD. Somit ist es eine einfehlersichere Sensorik, die wir für den Personenschutz in der Applikation nutzen können. Vielleicht können Sie jetzt noch so ein bisschen auf die Besonderheiten des Systems und den Funktionsumfang, Leistungsumfang eingehen, dass man einfach noch so ein bisschen so einen Hintergrund bekommt. Ja, also die Sensorik an sich, wie schon eingangs gesagt, wir haben eine Elektronik und wir haben Ultraschallwandler. Die haben wir nicht, wie man es normalerweise kennt, in einem Gehäuse integriert, sondern eben losgelöst. Das heißt, ich kann den Ultraschallwandler platzieren, habe am Ultraschallwandler dann Kabel dran bis zu 3 Meter und kann es dann entsprechend in der Elektronik dann mit der Elektronik verbinden. Die Elektronik an sich, wir haben hier eine einfehlersichere Elektronik, sie ist durchgängig zweikanalig aufgebaut. Wir haben die Möglichkeit, 2 Ultraschallwandler daran anzuschließen. Das heißt also, ich brauche nicht, wenn ich 2 Ultraschallwandler benötige, 2 Elektroniken, sondern ich kann bis zu 2 Ultraschallwandler anschließen. Auch schon mit einem angeschlossenen Ultraschallwandler ist dieses System sicher an sich. Also die 2 Ultraschallwandler haben nichts mit Redundanz zu tun. Warum nehmen wir 2 Ultraschallwandler? Wir haben Applikationen, ja die meisten, wir haben ein links und ein rechts, wir haben ein oben, wir haben ein unten. Somit können wir viele Applikationen mit einem System entsprechend abdecken. Diese Elektronik, diese Sensorik hat sichere Ausgänge, OSSD-Ausgänge, Kurz- und Querschluss überwacht, alles das, was für die Sicherheitstechnik erforderlich ist.
Die weitere Eigenschaft oder Einzigartigkeit an diesem Wandler ist, wir haben keinen kreisrunden Wandler, wir haben kein radialsymmetrisches Schallfeld, wo wir nur auf einen Punkt schauen, sondern dieser Ultraschallwandler erzeugt ein sehr stark elliptisches Schallfeld. Das bedeutet, wir sind in der einen Achse sehr schmal, in der anderen sehr breit. Bei dem Wandler sind es plus minus 17 Grad auf plus minus 5 Grad. Das muss man sich so vorstellen, im Maximum von dem Schallfeld, was etwa bei 1,50 Meter liegt, das Maximum, wenn wir einen Schnitt machen, haben wir einen Flächenbereich, einen Raum von 80 cm auf 32 cm. Also wir schauen nicht auf den Punkt, sondern wir haben einen ganzen Bereich. Und das gibt wieder die Möglichkeit, so eine Technologie in die Sicherheitstechnik reinzubringen. Weil was wollen wir erreichen? Wir wollen ja einen Personenschutz damit umsetzen können. Und somit ist eben Bereichsüberwachung eigentlich den Punkt, den wir erfüllen wollen. Und das können wir mit diesem Wandler sehr gut. Der Wandler ist geschützt, der ist IP69, wir sind vorne komplett zu, er ist auch robust gegen Hochdruckreinigung. Also wenn wir zum Beispiel in Applikationen hineinkommen, wo wir im Outdoor-Bereich an Fahrzeugen dran sind, wenn es verschmutzt wird, wir können es entsprechend reinigen, gar kein Problem. Diese Auskoppelschicht ist komplett geschützt, sodass bei diesem System nichts passieren kann. Okay. Sie hatten jetzt eben schon so ein paar Applikationen genannt, aber gibt es jetzt zum Beispiel ganz prädestinierte Applikationen, wo Sie sagen, da passt es wie die Faust aufs Auge, das System? Ja, also wie schon gesagt, vorher angesprochen, der Bauraum. Und beim Bauraum, klar, eine typische Applikation, selbstfahrende Gabelstapler. Es ist sehr, sehr schwierig, genau vorne in die Gabelspitze eine Sensorik hineinzubringen und dass die dann eben auch noch sicher ist. Und eben mit diesem System ist es möglich, dass wir diese Sensorik sogar bis vorne in den Gabelzinken integrieren können. Dann eben gehen wir die 3 Meter entlang und können hinten, wo so oder so die Steuerung drin sitzt, können wir die Elektronik platzieren. Und somit lässt sich das am Gabelstapler zum Beispiel umsetzen. Des Weiteren eben an großen, also wir haben Applikationen mit großen selbstfahrenden Fahrzeugen, die große Tanks über das Betriebsgelände transportieren. Und die Herausforderung ist, die Seite entsprechend abzusichern. Und ja klar, im Seitenbereich es ist schwierig, dann irgendwelche größere Sensoren zwischen Räder und Ähnliches zu integrieren. Und so ist es halt möglich, auch mit diesem kleinen Sensor die optimal zu platzieren. Und eben wieder der Vorteil des breiten Feldes. Ich brauche also nicht unheimlich viele Sensoren nebeneinander zu platzieren, sondern ich reduziere die Anzahl gewaltig dadurch, dass ich eben dieses breite Schallfeld erzeugen kann. Das ist so. Ich gehe davon aus, wir werden es bestimmt auf irgendeiner Messe auch noch physisch sehen, das Produkt, also auch dann eben live begutachten können. Ja. Die Hoffnung ist ja dann, dass nächstes Jahr wieder ein bisschen besser wird. Hoffentlich. Ja, das hoffen wir alle. Ja. Genau. Aber Ihnen vielen, vielen Dank für Ihre ganzen Ausführungen, Herr Sollmann. Ich fand das super interessant. Und ich denke, da werden sich auch noch einige Applikationen auftun. Ja. Ich bedanke mich und für das Interesse und sehr gerne. Ich freue mich über jeden Besuch, wenn wir das mal in Zukunft mal machen können und eben am Messestand diskutieren. Gar keine Frage, sehr gerne. Ich denke, man kann das Produkt auch noch bei Ihnen auf dieser digitalen Messe, die Sie ja jetzt auch parallel und im Vorfeld der SPS hatten, auch noch begutachten. Und dann hat man ja auch noch gute Möglichkeiten, sich das mal genauer anzugucken. Ganz genau. Okay. Herzlich dazu eingeladen. Ja. Super. Also, vielen Dank. Vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss, Herr Sollmann. Tschüss.